Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit einem Spezial zum Thema Streamingdienste. Jetzt hat der Disney-Konzern verkündet, in den USA nicht mehr mit Netflix zusammenzuarbeiten, sondern Disney möchte nun ein eigenes Streaming-Portal, einen eigenen Streamingdienst eröffnen. Streaming ist das neue große Geschäft, sowohl was die Zweitauswertung anbelangt, da die DVD- und Blu-ray-Verkäufe eingebrochen sind, als auch was die Erstverwertung angeht. Bereits jetzt sind manche hauseigenen Serien und Filme nur noch auf dem jeweiligen Streamingdienst zu sehen. Das Internet galt ja lange Zeit als grenzenlos. In der virtuellen Welt glaubte man, gäbe es keine Hürden, keine Schranken, alles sei dort verfügbar. Von diesem Gerücht zehren die Streaming-Anbieter bis heute, suggerieren sie doch immer noch gern, dass man bei ihnen alles Mögliche sehen kann. Doch Disneys Entscheidung, nun nicht mehr mit Netflix zusammenzuarbeiten, zeigt einmal mehr, dass das Gegenteil der Fall ist. Im Internet werden ständig neue Schranken für Zuschauer errichtet, für die man dann hohe Wegzölle bezahlen muss. Klar, wer hin und wieder irgendeinen Film sehen will, der ist gut beraten, einen Streamingdienst zu abonnieren. Er ist immer noch besser dran als der Fernsehzuschauer, der ja eigentlich nur noch im Nachtprogramm richtige Filme offeriert bekommt. Wer aber nur ein wenig mehr Anspruch hat und nicht laufend mit schlecht produzierten Serien zugemüllt werden will, der hat ein Problem. Um halbwegs Zugriff auf die wichtigsten Filme und Serien der letzten Jahre zu haben, müsste man Verträge mit Netflix, mit Amazon Prime, Sky, iTunes, Maxdome und vielen, vielen anderen eingehen. Man müsste sich ausbreiten auf all diesen Diensten, um das wirkliche Spektrum der letzten Jahre abdecken zu können. Ein Vermögen würde das kosten, zudem gehören in den meisten Fällen einen die Filme dann immer noch nicht. Entsagt man irgendwann dem Apple oder dem Amazon-Konzern zum Beispiel, ist es recht schwierig oder gar unmöglich, die erworbenen Filme mitzunehmen. Und vieles erwirbt man ja nicht, sondern man leiht es einfach nur. Es ist ein bisschen wie möbliert Wohnen. Man fängt immer wieder neu von vorn an, wenn man umzieht. Im Prinzip beabsichtigen die Konzerne, dass man lebenslänglich Mitglied bei ihnen bleibt. Was gern euphemistisch als Kundenbindung bezeichnet wird, lässt sich besser mit dem Begriff Abhängigkeit auf den Punkt bringen. Man ist dadurch nämlich den Launen der Konzerne ausgesetzt und wer weiß, welche von diesen Konzernen es in Zukunft noch geben wird. Im digitalen Zeitalter, da wandelt sich doch alles sehr rasch. Und es ist interessant, dass in einer Zeit, in der klassische Bindungen sich auflösen, familiäre, nationale, aber auch gemeinschaftliche, denken wir an das Sterben der Vereine, Großkonzerne so etwas wie eine Ersatzheimat zu bieten scheinen. Ihre Vereinssatzungen sind die AGBs. Diese Entwicklung ist sehr problematisch. Die Konzerne liefern sich gerade einen harten Konkurrenzkampf. Davon zeugt auch Disneys Entscheidung, selbst Streaming-Anbieter zu werden. Unter dem Vorwand aber, einen direkten Draht zu dem Zuschauer zu haben, sorgen die Konzerne eher für eine Parzellierung des Filmmarktes. Und das betrifft die Filmemacher, die ihre Filme nur noch an einen Anbieter verkaufen können, weil der andere sie dann nicht will, weil wenn Netflix sie hat, dann will sie Amazon Prime nicht zeigen und so weiter. Und das sorgt aber auch für eine Parzellierung des Publikums. Könnten doch durch die digitalen Möglichkeiten eigentlich nun einfacher und flächendeckender alle Filme vertrieben werden, ist das Gegenteil der Fall. Wie oft hört man auch im privaten Umfeld: „Hast du diesen Film schon gesehen? Nee, ich bin ja nicht bei Netflix, da kann ich den nicht sehen. Ich bin bei Sky und ich bin dort und dort und dort.“ Also das ist auch eine Teilung des Publikums, die da stattfindet. Überträgt man diese künstlichen Schranken in der virtuellen Welt auf die Realität, zeigt sich die ganze Absurdität. Stellen Sie sich vor, für eine Marvel-DVD müssten Sie in den Saturn gehen und sie dort kaufen. Für eine DC-DVD müssten Sie in den Mediamarkt gehen, um sie dort zu kaufen und so weiter. Es gibt also Spaltungen im Publikum. Die einen haben das gesehen, die anderen haben das gesehen und die haben das gesehen, aber das kommt nicht mehr zusammen.
Es gibt also eigentlich gar nicht mehr so wie etwas wie ein gemeinschaftliches Sehen. Auch die gemeinschaftliche Rezeption ist unmöglich, aber auch, was die Filmkritik anbelangt, parzelliert die auch immer weiter. Die einen schreiben über Serien, die 90% gar nicht sehen können, weil sie keinen Sky oder sonst was haben. Doch es gibt noch ein schwerwiegenderes Problem mit den Streamingdiensten. Sie suggerieren eine riesige Auswahl, ja fast Vollständigkeit. Doch prüft man dann einmal, welche Filme denn tatsächlich vorhanden sind, dann wird einem schwarz vor Augen. Aktuelle Arthouse-Filme sind kaum vertreten, beziehungsweise bei manchen Anbietern wird offenbar jeder Film zu Arthouse gerechnet, der weniger als eine Viertelmilliarde gekostet hat und in dem die Figuren hin und wieder vollständige Sätze sprechen. Filme, die nicht aus Amerika, Großbritannien oder Deutschland kommen, sind völlig unterrepräsentiert. Als Feigenblätter fungieren Filme wie Willkommen bei den Sties. Vor allem aber zeugen die Streamingdienste von einer erschreckenden Geschichtslosigkeit. In den Kategorien Filmkunst und Klassiker, da stehen die üblichen Verdächtigen: Casablanca, Citizen Kane, Vom Winde verweht, Außer Atem und Psycho. Das war's dann aber meistens auch. Die Filmgeschichte beginnt auf Streamingdiensten frühestens mit Titanic von 1998. Davor klaffen riesige Löcher. Wer Filme von Hitchcock, Godard, Tarkovsky, Truffaut, Visconti, Ozu oder Fassbinder sehen will, hat Glück, wenn er den einen oder anderen findet. Und dann nimmt man sich vor, man möchte nächste Woche den und den Fassbinder sehen, und dann geht man auf den Streamingdienst und dann ist er nicht mehr vorhanden. Auch das ist die Macht der Konzerne. Man ist total abhängig davon. Eine Woche werden sie noch angeboten, dann nicht mehr, und dann kann man nicht mehr auf sie zugreifen. Das ist ein großes Problem. Also eine Retrospektive, selbst planen, zu sagen, die nächsten 5 Wochen oder 3 Monate schaue ich das und das, ist einfach nicht möglich. Man ist vollkommen den Konzernen ausgeliefert. Wer nach Genres sucht, wird ebenfalls enttäuscht. Fast alle wichtigen Western zum Beispiel sind einfach nicht vertreten. Da hilft nur eines: das Kaufen von DVDs und Blu-rays, die zudem noch über reichlich Zusatzmaterial verfügen, von den cinephilen DVD-Kollektionen ganz zu schweigen. Nichts ist schöner, als eine Sammlung zu besitzen. Man kann sie auch vererben, man kann diese Filme auch verschenken, wenn man sie nicht mehr haben möchte, und man kann immer auf diese Sammlung zugreifen. Freiheit ist dafür zugegebenermaßen vielleicht ein zu großes Wort, aber Unabhängigkeit gewinnt man dadurch. Man kann sie immer und immer wieder sehen. Man kann diese Filme Freunden verleihen, um dann gemeinsam darüber zu sprechen. Das wird bei einem Streamingdienst doch sehr problematisch. Oder man geht zu Hause am Regal vorbei und entdeckt einen Film wieder. Ach ja, den habe ich gesehen. Man erinnert sich, oder man beschließt, ihn noch einmal zu sehen. Also die eigene Filmgeschichte, die man so mit sich herumträgt, hat man dann im Haus präsent. Besitz ist ja nichts Schlechtes, solange man das Richtige besitzt. Ein wenig paradox ist es schon. Der Kauf eines physischen Datenträgers, eines Produkts, kann unabhängig machen von jenen Konzernen, die sie produzieren. Teurer ist das letztlich nicht unbedingt, wenn man einmal langfristig und nachhaltig denkt, um einmal dieses schöne Wort zu gebrauchen. Die Liebe zu Filmen manifestiert sich in der Auseinandersetzung mit der Filmgeschichte. Und ich glaube, die Streamingdienste setzen ganz bewusst auf den ahistorischen Konsumenten. Wer die Klassiker nicht kennt, ja nicht mal mehr auf sie zugreifen kann, lässt sich nämlich jeden Schund als Sensation andrehen. Derjenige schaut nur, aber sieht nicht.